Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich sitze hier am Startpunkt unserer zweiten Tour in Norwegen, die damit begonnen hat, dass wir erstmal 5 zusätzliche Kilometer einen Schotterweg recht steil hier hochlaufen mussten. Auf der Karte sah es so aus, als könnte man mit dem Wohnmobil bis hierher fahren, was aber leider nicht geklappt hat. So sind wir dann eben ein gutes Stück von hier entfernt von unserem Servicemobil, alias mein Vater und sein Wohnmobil, abgesetzt worden und ja, haben dann schon mal eine kleine Extrameile gedreht. Die Region hier ist ganz anders als die der ersten Tour. Wir sind hier ein gutes Stück weiter östlich und ein bisschen weiter südlich. Wie man sieht, ist die Vegetation hier ganz anders. Wir haben hier entsprechend viele Bäume, aber wie es in Norwegen üblich ist, haben wir hier auch viele Seen, Flüsse, Bäche, zumindest der Karte nach, sodass es hier auch wieder mit Trinkwasser keine Probleme geben dürfte. Auch fürs Angeln sieht es hier sehr positiv aus, deswegen haben wir entsprechend die Angel dabei. Mal gucken, ob wir uns vielleicht den einen oder anderen Fisch auch zum Abendessen fangen können. Wir haben angedacht, hier 4 Tage entsprechend die Gegend zu erkunden, haben uns aber genauso wie beim letzten Mal auch die Option offen gehalten, dass wir einen Tag früher oder auch einen Tag später aus der Tour absteigen. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, uns dann entsprechend abholen zu lassen, immer unter der Voraussetzung, dass wir dann auch Empfang haben, was beim letzten Mal zu dem einen oder anderen Problem geführt hat, aber wir haben es dann doch noch irgendwie hingekriegt und ähnlich wird es dann wohl auch diesmal verlaufen. Wir freuen uns schon auf die Tour und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und uns auf dieser Tour begleitet. Mal gucken, was uns so erwartet. Also, los geht's! An unserem Erholungstag zwischen der letzten und dieser Wanderung waren wir übrigens an einem sehr schönen See in der Nähe des Campingplatzes angeln. Dort haben wir einige zwar kleine, aber wunderschöne Bachforellen aus dem Wasser gezogen. Generell ist Norwegen ein Anglerparadies und sicherlich auch geeignet, um als Angelanfänger die ersten Versuche zu wagen. Und nun sind wir hier in der Region zwischen Åse und Tofsli unterwegs, welche in Südnorwegen liegt. Die anfangs gut zu erkennenden Wege lassen uns hoffen, dass wir uns auf dieser Tour weniger auf Pfadsuche begeben müssen. Und direkt auf den ersten Metern begegnet uns ein gewohnter Anblick: süße Schafe. Diese scheinen sich aber nicht so über uns zu freuen, wie wir über sie. Schnell stellt sich heraus, der anfängliche Schein trügt und leider dauert es nicht lange, bis die Pfade verschwinden und wir den Weg mal wieder suchen dürfen. Und sehe, dass man keinen Weg sehe, wo einer sein sollte. Das letzte T. Und sonst auch keine Spur zu sehen. Hinten war mal ein Steinhaufen, aber ansonsten ist hier keine Spur von einem Weg, obwohl eindeutig einer auf der Karte eingezeichnet ist. Das hatten wir vor einer Weile in Norwegen schon mal. Ich hoffe, das geht nicht die ganze Zeit so weiter. Hin und wieder zeigen sich kleine Pfade, denen man folgen kann, doch dies hält nie lange an
und nach einigen Metern des Gehens müssen wir wieder den Weg suchen. Und nach etwa 1,5 Stunden, in denen sich Wandern und Wegsuchen immer wieder abwechseln, fängt es dann auch noch an zu regnen. Wegmarkierungen wie dieses Band hier sind dank der Vegetation sicherlich die einzige Alternative, die man zu den markierten Steinen hat, aber aus der Ferne noch schlechter zu erkennen. Die Vegetation in dieser Region ist deutlich abwechslungsreicher als das, was wir bisher aus Norwegen kennen, und gefällt uns sehr gut. Allerdings erschwert sie die Wegsuche ungemein und in Kombination mit dem anhaltenden Regen auch das Vorankommen. Auch ein kleines Päuschen muss sein und ein großer Baum wie dieser bietet einen guten Schutz vor dem Regen. Der Regen will nicht nur nicht aufhören, sondern wird häufig auch noch deutlich stärker. Und der Effekt, den wir schon aus anderen Regionen kennen, wird durch die Bedingungen hier sogar noch verheerender. Es gibt entweder nur sumpfigen Untergrund oder auf Felsen stehendes Wasser. Irgendein großes Huftier. Für mehr reichen meine Fährtenleserfähigkeiten nicht. Hast du da drüben Band gesehen? Trotz der widrigen Umstände kommen wir nicht drum herum, immer wieder kurz innezuhalten und zu bewundern, wie atemberaubend schön hier die Natur ist. Hier gibt's eindeutig Biber. Nach dem starken Regen ist dann das, was mal der Ansatz eines Weges war, eher zu einem See oder Bach geworden. Sieht überall so aus. Immer wieder müssen wir sumpfige Flächen oder solche Bäche durchqueren und mittlerweile sind trotz der wasserdichten Membran unsere Schuhe, Socken und Füße klitschnass. Und so viel sei schon mal gespoilert. Diese werden bis zum Ende der Tour auch nicht mehr trocken. Ja. Nachdem wir dann auch noch einen Hagelschauer überstanden haben, bleibt es für eine kurze Zeit trocken und wir nähern uns einem Fluss, den wir eigentlich noch am ersten Tag queren müssten. An dieser Stelle sollte man den Fluss laut Karte und Markierung überqueren.
Doch auch wenn man das auf diesem Video nur schlecht erkennen kann. Aber der hinterste Abschnitt des Flusses ist breit und tief und die Strömung durch den vielen Regen so stark, dass hier kein Durchkommen ist. Und da es eh schon spät ist, entscheiden wir uns, die Nacht auf dieser Seite des Flusses zu verbringen, in der Hoffnung, dass es morgen besser ist. Da die Strömung an der gestern gezeigten Stelle immer noch so stark und uns die Gefahr, dass einem die Beine weggerissen werden, einfach zu groß ist, entscheiden wir uns für die nassere, aber sicherere Lösung, den Fluss an einer breiten und dadurch flacheren Stelle zu durchqueren. Für eine solche Furtung, wie sie in der Fachsprache genannt wird, empfiehlt es sich, die Hose auszuziehen, falls man wie wir Badeschuhe hat, diese anzuziehen, den Rucksack zu öffnen, dass man ihn im Falle eines Sturzes abwerfen kann und nicht von ihm nach unten gezogen wird, und die Trekkingstöcke zur Hilfe zu nehmen. Auf solche Furtungen sollte man in Norwegen immer vorbereitet sein. Es gibt viele Flüsse und nur die allerwenigsten haben Brücken. Oft kann man sie über Steine überqueren, aber dies ist eben auch nicht immer möglich. Deswegen haben wir auch immer unsere sehr leichten Badeschuhe mit dabei. Diese haben auch noch den Vorteil, dass man abends am Lager die schweren und manchmal auch nassen Wanderstiefel nicht unbedingt anbehalten muss. Stück nach links von dir aus und dann kommt gleich ein Felsen, auf den kannst du hoch, dann hast du es quasi geschafft. Ah, jetzt bin ich eh schon nass. Hab einen nassen Hintern. Wir sind nicht umsonst obenrum immer noch so dick angezogen. Letzte Nacht ging es bis auf 6 Grad runter und weder die Luft noch das Wasser sind sonderlich warm. Und spätestens jetzt freuen wir uns, ein Mikrofaserhandtuch dabei zu haben und uns trocknen zu können. Auch wenn wir an diesem Tag erstmal vom Regen verschont werden, so bleibt sich die Region in Bezug auf Unwegsamkeit doch treu. In der ersten Tageshälfte stoßen wir auf ein kleines Dorf. Doch bei näherer Betrachtung scheint dieses verlassen zu sein und wir vermuten, dass es sich hierbei um Ferienhäuser handelt. Der Weg, dem wir nun folgen, ist wieder besser erkennbar und es scheint, dass es der ist, der zu den eben gezeigten Hütten führt und er deshalb häufiger genutzt wird. So, hier verlassen wir jetzt den Weg. Einige Anzeichen, dass man hier gut angeln kann. Da vorne schwimmt eine Boje, die könnte von einem Fischer sein, vielleicht sogar ein Fischernetz. Und hier an dem Baum liegen auch 2 Angelruten, die sich jemand hingelegt hat. Und wir werden jetzt mal
fernab aller Pfade versuchen hier ein bisschen um den See rumzukommen und einen schönen Platz zum Angeln zu finden. Nicht nur, dass wir einen schönen Platz zum Angeln gefunden haben, es kommt sogar auch noch etwas die Sonne raus und so werfen wir einige Stündchen bei herrlicher Kulisse die Angel aus. Unsere Vermutung, dass hier ein guter Platz zum Angeln ist, bestätigte sich und wir hatten unsere beiden bisher größten Forellen hier in Norwegen am Haken. Leider haben wir die eine erst kurz vor dem Ufer verloren und die zweite wies offensichtliche Anzeichen einer Erkrankung auf, sodass wir diese sicherheitshalber nicht verzehren wollten. Trotzdem hatten wir sehr viel Spaß. Es ist spät geworden und da es uns hier sehr gut gefällt, entscheiden wir uns, unser Lager hier zu errichten und beginnen mit der Arbeit. Unsere Sachen sind nach wie vor sehr nass und auch wenn dies nur ein kleines Feuer ist, erfreuen wir uns daher an seiner Wärme und genießen noch etwas die idyllische Umgebung, bevor es dann ins Bett geht. Das waren die ersten beiden Tage unseres sehr verregneten Abenteuers. Wie diese Tour in den nächsten Tagen weitergeht, das seht ihr in Teil 2 dieses Videos. So viel sei schon mal gesagt. Das absolute Highlight kommt erst noch. Also, schaltet unbedingt wieder ein.